I've seen a pattern in my life. It's when I feel I have it all, things never turn out right. Now I see I might be to blame. That's why I feel it's time to change. I'm gonna give new love a try. And if you fail to find your love, I won't be the fall guy. I'll guard myself from heartache. That's why I fear my heart won't take. How far will I fall? How far will I fall? If I should fall, how can I trust again? Oh, how far will I fall? I will find love.
Ich glaube, jeder von euch kennt bereits diesen Ort von unseren Untersuchungen, den Friedhof der Namenlosen. Ein wirklich spannender Ort, der immer wieder tolle Ergebnisse geliefert hat, wo man viel feststellen konnte, aber auch ein Energieräuber, wo oft nach den Untersuchungen auch so manchen Ermittler Schlimmeres schon passiert ist. Wir bauen mal den Fuß, weil sonst fliegt mir da die... Gib her, die kann ich auch noch nehmen. Ja, das geht schon. Nicht, dass da rausfällt, gell? Das geht schon. Schon schade. So ein F-Messgerät. Und du hast den K2 Meter am Start. Genau, griffbereit. Machen wir mal einen kurzen Versuchaufbau. Da war Schotter weg vorher, oder? Ja, genau. Das ist jetzt neu. Die haben da Platten aufgelegt und ausbetoniert. Oder? Wow. Die Stufen waren, glaube ich, auch noch nicht da. Oh, ja. Ja? Ja? Schauen nicht so neu aus. Ah, das stimmt, da unten. Wie oft die jetzt schon gesagt haben, dass wir das letzte Mal da sind. Ja. Aber immer wieder Ist aber normal. das eine Grab. Ja. Ja, wo die Schwangere eben drinnen ist. Immer wieder, egal, jetzt, letztens war das Gras niedrig, also da war gar nichts. Ja. Genau. Dann ist es wieder hoch und jedes Mal war auf der Kinect was drauf. Ich bin schon so gespannt. Und einmal war ganz am Anfang waren nicht alle Gräber beleuchtet, Kerzen und so. Ja, genau. Ja. Ich habe jetzt diesmal das Aufnahmegerät mit für EVP. Ja. Das habe ich jetzt eingesteckt und unser Versuch, der zugegebenermaßen, wie soll man sagen, schon etwas provokant ist, wenn nicht sogar sehr provokant, aber Warte, ich folge euch. Ja, aber wir sind passiv. wir sind Also, passiv, wir ja. sind Und passiv. Es ist es ist einfach, wenn man was rauskriegen möchte, dann muss man halt auch ein bisschen. passiv und vorsichtig. Ja, genau. Das war die Stelle, wo letztes Mal die Da ist Kinect die so Kinect richtig runtergefallen. genau Ja. zerbrochen ist, nämlich. Und Das ist nicht nur zerbrochen. runtergefallen, das zerschellt. Aber wir haben die Kinect auch letztens draufgestellt. Das ist ein Andenken. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, legen wir das Ding dann trotzdem davor am Boden. Oder da auf die Knie, Vielleicht Oder, auf auf oder die unten. Knieleiste. Ja. Ja. Ja, das ist eher stabiler, gell? Naja, weißt du, Es ist nicht direkt am Boden, es liegt trotzdem einigermaßen Das eben. ist eine Ja. flache Oberfläche, genau. Ja, Und man kann es es auch. ist auch eine glatte Oberfläche. Nichts Magnetisches oder so. Ja. Also vielleicht nur, weil weil man das sieht man vielleicht am Kamerabild nicht so. Das ist aufgeraut. Ja. Das wirkt so wie mit einer Kunststoffschicht überzogen wie diese 3D-Bilder. Genau das gleiche bei dieser Oder Planchette. bei der Planchette. Okay, danke. Unterseite ist aber deutlich glatter, Ist ziemlich glatt, fast ja. ein bisschen klebrig. Aber es reibt, gell? Ja, fast ein bisschen klebrig und Aber es ist leicht zu. man hört es auch ein bisschen, wie es reibt. Ja. Ja. Sonst würde ich das eher so liegen lassen, dass man dann Ja. dementsprechend sich leichter tut, falls wirklich was sein sollte. Ja. Und es ist auch viel massiver, als man denkt. Also es hat Ja. sicher einen halben Zentimeter Stärke. Sowohl die Planchette als auch das Board selber. Genau, na, das ist ziemlich stabil. Ja. Na dann. Stelle ich da die wir das Kamera probieren, mal ja? dazu. Dass wir das Super. dokumentieren Genau. können. Ich muss sagen, für mich ist es auch der erste Kontakt überhaupt mit so einem Board. Für mich auch. Also ich habe das noch nie Du schon mal? gehabt. Ja, die Ja, also in der Jugend. Sonja hat ja gesagt. Jugendspielzeug. Ja. Und habe keine guten Erfahrungen damit gemacht. Ja. Da haben wir auch gesagt, wir bleiben, also wir betreiben das nicht aktiv. Ja. Ja. Aber es ist, man muss auch sagen, das ist, wie man auf Österreichisch sagt, ein Batzen-Trigger. Ja, also ein wirklicher. Es ist schon zugegebenermaßen eine Provokation sondergleichen, Das auf jeden Fall. aber ja. zum Zwecke der Forschung und Ja, wobei es gibt auch so Studien drüber, da weiß nicht, mit Mikromuskelbewegungen. Ich bin sehr gespannt. Es ist, wie du sagst, richtiger Trigger und vor allen Dingen, es greift niemand hin. Und von dem her, bei diese Studien, die das immer wieder so in Frage stellen, da geht es ja darum, dass Leute das unterbewusst bewegen. Das kann in dem Fall gar nicht sein. Nein, es ist auf Holz. Ja. Es liegt auf einem Und es gibt Holzprotest. keine. ja, da haben wir wieder das Problem. Ja, Weil oder kannst du es auch daneben hin, dann geht es ja aus, oder? Wenn du es nicht aufs Brett selber drauflegst. Ja, dann ist es aber nicht drauf auf der Kamera mehr. Ach so. Aber so wäre es Okay. nicht schlecht, wenn es Schaut's ein bisschen stabil auch kann, nicht so leicht runterfallen. Gell? Oh, er ist noch drauf. Ja, sehr gut. Ist noch Aber ein drauf. bisschen nach Okay. links. Also auf jeden Fall ein sehr interessantes Ding, ein spannendes Ding. Also wenn das kippt, dann ja. So,
Ist da in der Luft teilweise. Das war jetzt wir. Dann habe ich da, was ich da Was hast eingesteckt du noch habe. eingepackt? Das EMF-Meter, das sensible. Das fängt an zum Piepsen, gell? Das fängt an zum Piepsen. Du hast das K2 und das Aufnahmegerät, was ich jetzt starte. Ich schaue ein wenig einen Winkel, in dem Ja, es ja. eigentlich reagiert. Aber siehst du, wenn man da sich bewegt. Das Muss- ist sehr sensibel, oder? Bei dir sollte es nicht mehr sein, glaube ich. Ich glaube, das wird ändern bei mir. Ja, Ich 2 glaube, Meter. wenn ich darüber siehst du das nichts. Aber es ist leicht schräg. Also. Aber da ist jetzt nichts schau, da an ist der jetzt Stelle. nichts, ja. Wenn ich mich da herstelle, dann glaube ich, dann ist schon. Ist nicht. Okay. Okay. Haha. Jetzt, ja. Danke. Alles klar. Sehr gut. Aber man sieht ungefähr in dem Meter, ein bisschen über einen Meter. Genau. Ja. Also man muss auf jeden Fall schauen, Gehen dass wir nichts mal dann davor eine, steht. eine Ja. Runde Ja. und machen EVP. Ja. Genau. Ich muss nochmal schauen. Kann man kurz herleuchten, bitte? Also ich habe beleuchtet. Naja, gut, das schalte ich jetzt an. Ich kann da auch schauen. Der Pegelmodus, da haben wir es. Was lange währt, Mhm. wird endlich gut. Genau, und sonst ist es ja ein extrem geschichtsträchtiger Ort auch. Nicht? Weil, Auf jeden Fall. wie ich auch schon in den anderen beiden Folgen, die wir schon gemacht haben, erwähnt, halt, dass ein nicht geweihter Friedhof ist. Mhm. So, jetzt haben wir das Auto gepegelt. Ja. Und Stechmücken. Mhm. Und Wir lassen sie jetzt mittlerweile schon in Frieden. vielleicht haben schon genug von uns. Oder Ja? ich spüre es Ja, nicht mehr. Das ist Oder wir spüren es nicht mehr. Oder ich spüre es nicht mehr. Ja, wir haben schon zu viel. Gut, Entschuldigung. machen wir EVP. Kann man uns nochmal vorstellen. Hm? Ja, magst du? Ja, dass wir uns nochmal vorstellen. Also mich kennt sie noch nicht. Ich bin die Sonja, ich war noch nicht da. Und alle anderen waren, glaube ich, schon zweimal da. Das heißt, wir wären heute wieder da, um die letzten Male nochmal mit euch zu besprechen oder zu kommunizieren. Anhand der vielen Rückmeldungen, was da passiert ist, dass wir dann nochmal auf den Grund gehen. Sehr gut. Durch die halben Spinnennetze da dazwischen durch. Ja. Ich nehme an, die Geräte müssen wir auch nicht mehr erklären, oder? Kann nicht schaden. Oh ja, doch. Ja. Ja. Würde ich, glaube ich, auch vorschlagen. Hm? Magst du? Ich wieder euch hinten noch. Ja. Wir haben die üblichen verdächtigen Geräte mit, die ihr schon kennt. Das K10-Meter, was ich in meiner Hand habe. Das heißt, wenn ihr auf mich euch zubewegt, dann weiß ich, dass ihr da seid. Oder wir wissen, dass ihr mit uns kommunizieren wollt. Auch der Jürgen hat dasselbe K10-Meter in der Hand wie ich. Intern ein bisschen anders gebaut, das merkt man an den unterschiedlichen Ausschlägen, die wir manches Mal haben. Stimmt, das haben wir schon bemerkt, ja. Ja. Aber es ist auch im Grunde genommen ein K2. Und Genau. wenn du damit spielst, dann leuchten die Lämpchen auch und auf. Und damit könnt ihr, habt ihr ja schon, wie wir das letzte Mal da waren, war sehr intensive, fast schon Diskurs, den Ja. wir da gehabt haben. Dann wissen wir einfach, dass wer da ist. Und um das geht's. Ja, wir wollen heute gerne viele Antworten auf unsere Fragen und wir hoffen, wir bekommen sie. Genau. Ihr könnt es euch natürlich auch anders bemerkbar machen. Wir haben heute ein Witcher-Brett. Witcherboard, Das ja, ist oder Witchboard, oder es gibt aufgebaut. verschiedene Namen. Also Ja, Hexenbrett. ein Hexenbrett Hexenbrett. auf Deutsch, ja. Ja. das findet ihr beim Altar. Genau, also im Zentrum. Ja. Das könnt ihr sehr gerne auch euch damit spielen, die Dinge drauf bewegen. Genau. Und daneben die Spieluhr. Und die Spieluhr, genau. Wenn die Spieluhr auch spielt, wissen wir, ihr seid auch da. Ja? Ich habe hier ein Aufnahmegerät in der Hand und
mittlerweile wissen wir ja, Mhm. dass es möglich ist, dass er uns hier Nachrichten hinterlässt. Ich erinnere daran, an den Satz, den wir immer wieder gern wiederholen. Ich rufe zur Segnung hier durch uns. Den Satz haben wir bei unserer ersten Untersuchung angefangen. Und ich weiß nicht, wer das war. Ich habe mit irgendwem letztens gesprochen vor ein paar Tagen. Und derjenige hat zu mir gesagt, der Herr, der den Friedhof gepflegt hat früher, ja, das macht jetzt der Sohn, ja, und früher der Senior, der war angeblich immer sehr dafür, dass dieses Gelände geweiht und also gesegnet wird, was ja bis heute, glaube ich, nicht der Fall ist. Ja. Und da würde diese Aussage dann durchaus Sinn machen. Ja. Ich rufe zur Segnung hier durch uns. Ja. Aber das ist eine Sache, die können wir noch überprüfen. Es ist ja auch Leute, beim die sich selbst ermordet haben, will ich auch. Das ist ja im Widerspruch zu vielen Friedhöfen, jemand, der sich selbst richtet, der sich selbst umbringt, darf er nicht auf die Leute verboten liegen. Da liegt das Problem. Ja. Ja. Und deswegen Angeblich. denke Aber ich mir, er wird auch nicht geweiht sein. Wie gesagt, das können wir nachfragen. Auf jeden Fall. Also ist jemand hier, der mit uns sprechen möchte? Ihr könnt gerne in dieses Gerät reinsprechen. Mhm. Sogar bitte ausdrücklich. Bitte, Also wir ja. haben verschiedenste Aufnahmen, der Alex hat schon gesagt. Mhm. Und jede Aufnahme ist eine gute Möglichkeit für euch, uns das gut zu teilen. Eure Geschichte. Möchte sich jemand bei uns bemerkbar machen? Mhm. Jetzt hier noch einmal Ouija-Board sagen, da hat es vorher der Lied drin total gags, wie ihr das Wort permanent gesagt habt. Das Ouija-Board. Ja. Meinst du aufgrund des Wortes Ouija-Board? Ja, man kann es ja überprüfen, vielleicht sagt es nochmal. Das Ja. Ouija-Board, also das Ouija-Board würde mir ehrlich gesagt wundern, was eine englische Bezeichnung ist, aber ja, das da hinten im Zentrum, bei dem Altar, liegt Das ein Hexenbrett? Ja. Hexenbrett, ja. Das ist normalerweise verständlicher, denke ich mir. Also es, Oder ja. auch Ouija-Board oder hat viele Namen und damit könnt ihr spielen, es bewegen, die Blanchette Als bewegen Nachricht. Ja. und uns etwas Die mit Spieluhr, ja. die Spieluhr, ja. Danke. Genau an der Stelle liegt auch das Ouija-Board. Genau. Ihr seid vollkommen richtig. Dankeschön. Ja. Schreckt euch nicht wegen der Spieluhr. Die ist harmlos. Genau. Die macht nur Musik. Die Geräte können gar nichts tun. Ja. Geht es wirklich nur, wenn sie euch auf uns zubewegt und die Lämpchen leuchten, wissen wir ganz einfach auch, dass ihr da seid. Und gegebenenfalls, wenn wir eine Frage stellen und die Antwort ja ist, würden wir uns halt auch sehr freuen, wenn ihr euch darauf zubewegt, weil dann leuchten die Lämpchen. Ja. Der Satz, ich rufe zur Segnung hier durch uns, könnte dieser eventuell bitte noch einmal wiederholt werden? Könnt ihr mir bitte eure Namen nennen? Ja, Namen wären super. Ja. Kommt ruhig näher, wenn ihr hier seid und euch nicht hertraut. Ihr braucht keine Angst zu haben, keine Befürchtungen. Wir haben hier bei jedem Besuch 2 Gestalten gesehen auf einem unserer Geräte, egal wann wir da waren. Könntest du uns bitte hier auf diesem Gerät eine Nachricht hinterlassen?
Die Frau, die ein Baby erwartet hätte. Wie ist dein Name? Was ist mit dir passiert? Wer hat den Satz gesprochen? Ich rufe zur Segnung hier durch uns. Ein bisschen Pause dazwischen, dass du das dann auch hörst, gell? Ja. Wisst ihr einen oder alle unserer Namen? Die Spieluhr, ja. Mhm. Vielleicht ist es ein Ja. Sie kennen uns noch. Also euch, mich noch nicht, aber als Bestätigung vielleicht. Ist es für euch schön, dass wir hier sind? Ist es schön, dass ihr jemand hier seht, der mit euch reden möchte? Das ist auch ein Hase, Oder Vogel? Ne? oder? Hase? Da ist ein Schnabel vorne. Mhm. Das ist ein Schnabel, das ist eine Taube, hätte ich gesagt, vielleicht. Welche Bedeutung hat dieser Vogel auf dem Grabstein, auf dem Sarg, auf dem Grabdeckel? muss man sagen? Ja. Und das ist jetzt das Grab von der Schwangeren. Nicht, dass ich beim Falschen jetzt stehe, weil ich ja noch nicht mit war, das letzte Mal. Orientierung ist immer ein bisschen Das doch- herausfordernd. Ich glaube auch das da rechts Ja? daneben, ja, es war. Da war ich mir Also jetzt nicht sicher. Ja. Ich glaube, das ist das. Ist es das? Ja, Was ist das richtige Grab, wo wir sind? Hast du das, oder? wegen der Spieluhr. Na, wegen als der Antwort, Spieluhr ja. als Aber Antwort. Ich weiß Ja. nicht. Ach so, okay. Ja. Interessant. Also weil ich halt normal schlechter als du. Wirklich. Es ist so schade, dass die nicht so zugewachsen. Ja. Das wird aber regelmäßig gepflegt. Ja. Also Natur. mit freiwilligen Helfer und Ja. ja. Wir würden so gern wissen, ob du bei uns bist in dem Moment. Kannst du uns irgendeine Rückmeldung geben? Auf dem Grabstein steht der Name Gettler. Ja, was ist da passiert? Ja? Ist das in Ordnung, wenn wir hier sind? Wenn das in Ordnung ist, dann bitte berühre kurz das Gerät in meiner Hand oder vom Jürgen, dass wir wissen, dass das in Ordnung ist für dich oder für euch, dass wir Fragen stellen. Gelsendiepel sind auf einmal viel stärker zu spüren. Die ganze Zeit habe ich schon gehabt, aber jetzt auf einmal Entschuldigung. recht stark. Wie wenn das, weiß ich nicht, intensiviert wird. Ja. Weiter. Ja, kann man machen. Vielleicht ergibt sich dann noch was. Wir machen ihn noch eine Runde. Sind ja noch in der Aufwärmrunde. Ja,
Alles gut. Soll ich vorgehen? Ja. Jetzt weiß ich, was der Alex gemeint hat mit wow, wo kommt denn das auf einmal her? Ja, das Das ist stimmt. mir jetzt Ja. auch gegangen. Ich wollte jetzt abbiegen, da schon wieder. Achso, wir sind vom Mittelweg weg. Oder wie? Das war der Mittelweg. Weißt du? Ja? Dann gehen wir trotzdem darüber. Ich folge dir. Das sind die Kinder da unten. Die Kinder. Ja. Vielleicht wollen die Kinder dann doch eher Ich mit den möchte nur Lämpchen nicht spielen. Ich möchte nur nicht dazwischen durchgehen, Ja. sondern schön rundherum, dass ich nirgends Stofftiere. Was? Da sind die Stofftiere. Ja. Na, ganz, ganz dramatisch, gell? Ja. Das ist, Ja, sehr bedrückend. Ne? Der Puhbär ist Ja. neu, gell? Ja, stimmt. ich Den möchte hatte dann ich nur vorher nicht auch noch nicht gesehen. Der ist definitiv neu. Ja. mit äußerster Vorsicht da vorbeigehen. Das Stofftier ist beim Wilhelm. Ist von euch jemand hier? Könnt ihr euch bitte bemerkbar machen? Bitte? Ja, das stimmt, Entschuldige. Wem gehört denn der Winnie Pooh, der Bär? Das ist dein Bär, Wilhelm? Elf Jahre. Ich Gänsehaut. Furchtbar zurückgehend, oder? Mhm. Ja. 1904. Ja. Magst du die Stofftiere, die man dir hergelegt hat? Hm? Das hatte die. Gut. Oder sind sie dir egal? Hast du andere Dinge, die dich mehr interessieren? Du brauchst keine Angst haben vor uns. Oder ihr braucht keine Angst haben. Die Geräte können euch nichts tun. Wir wissen nur, dass ihr da seid, wenn sie zu uns kommt. Ja? Das kann man nicht oft genug sagen, gell? Weil man hat immer die Hoffnung, dass die Kinder sind ja unschuldig Ja, und dass die ohne Probleme ins Licht finden. ja, Sollte aber jemand da sein, dann würden wir uns sehr freuen, wenn wir demjenigen helfen können. ja. Vielleicht doch können wir seine ja Ruhe helfen, zu finden. Das gilt für alle. Ja. Genau. Kann ich nur zustimmen. Da hat es noch nie so extrem schwefelig gerochen. Gell? Ganz stark, es ja. ist jedes Mal irgendwie ganz anders, gell? Ja, normal riecht es irgendwie so leicht süßlich nach Kaugummi und so. Ja, Aber es riecht nicht nach Kaugummi. Nein, das riecht heute ganz aggressiv. ja wie ein Schwefelbad. Ja. Letztens habe ich hier ein Gerät abgestellt. Entschuldigung nochmal dafür. Hat natürlich da oben nichts verloren. Wisst ihr, ob das Gerät von selbst heruntergefallen ist oder ob da jemand nachgeholfen hat? Urmeln, oder? Ich wollte gerade rübergehen. Hier in diesem Raum
sind Toten vorbereitet worden. Es steht noch ein Sarg drinnen, der ist dann nicht mehr verwendet worden. Und ich habe jetzt schon mehrere Fotos gesehen und wir haben heute auch eins gemacht, wo man ein Gesicht in der Scheibe erkennt. Es gibt da einige Meinungen, einige Personen, die glauben zu wissen, wer das ist. Könntest du uns bitte deinen Namen sagen? Oder kannst du uns sagen, ob du da bist, mit einem kleinen Zeichen? Uns ist ja auch von einer Erscheinung berichtet worden. Ein Mädchen, das hier durchläuft. Ja. Kannst du gerne wie das K2 genau in Kindeskopfhöhe Ausgeschlagen ist. Ja, die überall Höhe, extrem gell, ausgeschlagen hat. Ja. Ich wollte euch jetzt eben deswegen, wenn dieses Mädchen oder wenn diese Entität wieder erscheinen würde, würden wir uns sehr Mhm. angetan zeigen. Ja. Aber kamen dann nicht auch ein paar verschiedene Namen dann aus dem Portal oder aus der Spiritbox? Ich habe es jetzt so im Detail gar nicht im Kopf. Ja. Wo es ist. Ich glaube, ich habe noch so Das viel soll ja im ganz Kopf oder extrem so. gewesen sein, diese Erscheinung von einem Mhm. Mädchen. Was eindeutig zu erkennen war. Ja, aber Ja. nur mit den Augen, auf den Fotos glaube ich nicht, oder? Irgendwie, es war doch, Blitzlicht. Im im Blitzlicht? Blitzlicht haben sie es gesehen, aber auf den Fotos war es Ah. nicht drauf. Ne? Mhm. Dankeschön. Heute ist ein merkwürdiger Tag da. Ja, stimmt. Bist du das Mädchen, was die Uhr eingeschalten hat, die Spieluhr? Das ist ja lustige Musik, die man da hören kann. Ja, genau. Könntest du das vielleicht für uns nochmal machen? Bitte. Vielen Dank. Das finde ich immer ganz gut, ja? Die Spieluhr ist ein magischer Magnet, gell? Ja, Bist du das kleine Mädchen von den letzten Malen? interessant ist beim letzten Mal, dass der Pegelausschlag so extrem und jetzt verhält er sich wieder von dem her still. Von letztens war es auch ruhig, der Pegelausschlag. Also beim vorletzten Mal, ja. Ja. Und die Spieluhr dafür als neues Spielzeug wird angenommen. Die ist sehr sympathisch, ja. Ja, wir werden wirklich das ganz gezielt spielen damit. Ihr könnt auch gern mit diesem Gerät hier wieder spielen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder so starke Ausschläge bei diesen Lämpchen erzeugen könnt. Auch bei der Sonja oder Ja. bei mir. Die Geräte reagieren leicht unterschiedlich, empfindlich. Genau, und da leuchten dann die Lämpchen auf. Lasst mal ein bisschen Pause dazwischen. Entschuldige, ja, stimmt, ja. Wenn du noch bei uns bist, kannst du noch mal die Spieluhr anschalten. Bitte. Vielleicht möchtest du auch wieder durchlaufen. Ja, das kann auch sein. Na, Mach dir auch Platz dafür. der Gang. Ja, genau, falls sie das möchte. So schnell wie es geht. Genau. Das Gerät schwankt bei 0,04 Mikrotesla. Mhm. Das ist nicht viel.
dennoch jetzt ein bisschen merkwürdig. Naja. Ja, Was interessant ist, ist das Gerät, auch wenn wir ganz leise sind und kein Wind und irgendwas reinfällt, zeigt immer wieder Übersteuerung vom Mikro an, als würde wer reinbrüllen. wirklich? Ja, sei mal leise. Also, so einfach. Ein K2 ist gerade losgegangen. Entschuldige. Aber jetzt wegen dem Gerät, oder? Na, Ja. das wäre zu weit weg, an und für sich. Kannst du das nochmal machen? Weil dann würde meins ja auch ausschlagen. Ja. Das war sogar recht deutlich. Ne? Das war Ausschlag fast bis ganz nach rechts. Da wieder Peak. Dieses rote Licht, das da aufleuchtet, ist das, oder? Das Übersteuern. Ja. Das ist ja, der Grundpegel ist ganz unten. Ja. Trotzdem kommt das immer wieder. Mhm. Du kannst dich noch einmal zu uns trauen, wenn du magst. Wir beißen nicht. Einen speziellen Frequenzbereich. Gell? Etwas, das wir nicht wahrnehmen. Hat sich da was verändert? Kannst du nur leuchten, bitte? Du weißt, wie du das hingelegt hast, oder? Jetzt hat es mich. Jetzt Nein, das hast warst mich, du. ja. Es liegt noch immer in der Mitte, ne? Ja. Wann? Nein. Ja, vielleicht wissen... Zumindest nichts, was man optisch sehen kann jetzt. Ja. So viele Spielzeuge halt für die kleinen Kinder. Aber sowas von. Weißt du, wie ich mich fühle? Hm? Ich fühle mich so, als müsste ich jederzeit jetzt flüchten, getrieben, aggressiv. Ich habe dort nicht stehen bleiben können mehr, als ich habe da weg müssen. So unangenehm. Äußerst. Mhm. Ich habe ein bisschen Kopfweh bekommen jetzt zum Schluss. Ja, Und da in der Mitte. so ein bisschen Genau da. Unwohlsein, Genau da auf gell? der Stirn habe ich es gekriegt. Genau da. Gut, neuer Dass Versuch. das so schnell da ist, gell? Immer so. Genauso oft wie Jürgens Namen erwähnt worden ist, hat es auch Mikrofonstörungen gegeben. Das hat immer irgendwo zusammengepasst. Eigentlich wollten wir den Friedhof der Namenlosen gar nicht mehr besuchen, weil da wirklich schon viel passiert ist und der hat auch jedes Mal Spuren hinterlassen. Aber es war auf der anderen Seite eine gute Gelegenheit, Sonja das Ganze mal zu zeigen und vielleicht auch noch ein paar Ergebnisse aus vergangenen Untersuchungen zu verifizieren. Der Friedhof der Namenlosen bietet bis auf ganz wenige Konstante jedes Mal ein anderes Bild. Einmal hat man enorm viele Ausschläge beim K2, dann wiederum reagiert das Poltertune, einmal zerschellt die Kinect und es ist jedes Mal ein bisschen anders. Wir haben mit dem Aufnahmegerät, mit dem neuen Aufnahmegerät uns erwartet, dass wir vielleicht ähnlich gute EVPs erzielen können wie beim Schloss. War aber völlige Stille auf der Tonspur, es war nichts festzustellen. Wir sind dann zu der Stelle gegangen, wo eigentlich immer etwas zu finden war, nämlich beim Grab der Schwangeren. Für mich war die Untersuchung an dieser Stelle ziemlich plötzlich beendet. Ja, auf einmal komplett verwirrt, müde, erschöpft, unkonzentriert. Es ging so weit, ich habe mich einfach niedersetzen müssen und die Energie ist auch nicht zurückgekommen. Ich habe dann auch irgendwie Bedenken gehabt, ob ich in dem Zustand überhaupt noch Auto fahren kann, wie ich nach Hause komme. Der Jürgen hat mir dann vorgeschlagen, ja, sonst lass das Auto stehen, fahr bei mir mit. Aber es war schon eine richtige drückende Müdigkeit, ganz überraschend. Ja, um das Ganze dann nicht abbrechen zu müssen,
ja, habe ich gesagt, okay, ich setze mich mal beiseite und mache einfach Pause und die anderen, die haben dann noch, also Gott sei Dank, ja, sonst hätten wir gehen müssen, ohne mich weitergemacht. Die Stufen sind unterschiedlich hoch, oder? Kommt man so vor. Ah, da ist noch, da ist noch. Ich glaube, so, da haben wir jetzt den Alex. Ja. Das Skelett, das löst sich von ihm am Boden und verschwindet nach links weg. Das ist zuerst drüber gegangen. Genau, wir haben wieder die Geräte mit, die ihr schon kennt. Gut, das ist jetzt das Kreuz, das da als Skelett erkannt wird. Wird er wahrscheinlich eher so erkennen, ja. Das ist ein interessanter Effekt, da muss man aufpassen. Wenn man runtergeht, dann löst es sich mitunter. Das kann dann schon auch etwas sein, das sich versteckt. Wir sind heute ja nochmal hier, ihr habt uns zuletzt auch schon gesehen. Ihr könnt euch bei diesem Gerät könnt ihr euch zeigen. Wir würden uns freuen, wenn wir euch sehen. Die Spieluhr spielt und ich hatte einen Ausschlag am K2 Meter. Ja. Ja, Aber das ist Skelett sehe ich jetzt keines. Wenn wir euch bei diesem K2 ja, zeigt, volle Kanne, Jürgen. Wahnsinn. Ja, hallo, danke. Ich sage mal, wir nehmen das als Ja an, dass wer da ist. Ja, Das hat auch gleich wieder aufgehört. Also Wahnsinn. Ah, und jetzt war das Skelett aber bei der Spieluhr super. und weg. Wieder weg. Genau, wie es gespielt hat. Ja, ist wieder Jetzt ist wieder da. Ah, ja, wirklich. Ja. Es ist halt wirklich schwierig. Jetzt, aha. Bist du das? Spielst du hier mit der Spieluhr? Es tut mir leid, ich muss das K2 Meter kurz einstecken. Kann ich da nehmen? Ganz kurz. Ja. Dann kann ich ein Foto machen, das würde mich einfach interessieren. Hallo? Ja. Kannst du dich aufrichten? Kannst du dich groß machen? Aber das ist oben drauf, ja. Ja, es ist oben drauf. Das ist ein bisschen schwierig zum Einschätzen. Manches Mal, das Ding tastet mit Laserstrahlen, mit Laserpunkten die Umgebung Ja. ab. Und das kann auch dahin dann Figuren rein interpretieren. Deswegen, aber es richtet sich auf. Ich würde das so gern einfangen. Das ist eine zweite Figur auch noch da, allerdings auch auf die Aber schau, die Spieluhr ja. sofort wieder. Die Spieluhr spielt und es sind jetzt drei Und wir stehen 3 Meter oder 4 Meter weit weg. Figuren. Könnt ihr euch groß machen. Nicht klein, groß, schön auf. Ja, genau. Könnt ihr eine Hand heben? Geht's noch? Ein paar Ja, Zentimeter? ja, ja. Kannst du die Spieluhr noch einmal einschalten? Bitte. Ah, jetzt. Du kannst auch mit diesem Gerät, das ich hier in der Hand halte, spielen. Kannst die Lämpchen zum Leuchten bringen, wie es zuletzt bei der Sonja war. Genau. Ich habe jetzt verstanden, ich war oder so. Ja. Ja. Kannst du dich groß machen. Dankeschön. Aber nicht nur spielen mit der Spieler, das ist sondern jetzt auch total groß verschwommen. machen. Komfort, ne? Das ist schade. Er lasst mich nicht fokussieren. Magst du noch mal spielen mit der Spieluhr? Es liegt hier neben der Spieluhr auch ein Brett und auf dem Brett ist ein kleines Brett. Und damit kannst du auch spielen. Du kannst das kleine Brett bewegen
Ich nehme es da wieder ab, dann kannst du es auf dem großen Brett. Mal schauen, ob sich das schon bewegt hat. Ja. Ja. Also rein optisch nicht, aber da sieht man jetzt einen K2, Haufen K2, Skelette. K2. Ja, K2, ja, totaler Ausschlag. Dankeschön. Und ich sehe immer wieder Skelette. Aber in der Höhe jetzt auch wieder von Das war so. Kannst du das nochmal machen, dass bei mir die Lämpchen leuchten? Ich versuche auch das Skelett wieder Hallo, zu... hast du das Ja, gehört? hallo. Hallo. Ja, hallo. Es erscheinen die Skelette immer an der gleichen Stelle. Also es sind einerseits da direkt hinter dem Gedenkstein Ja. und auf rechts daneben, weil das ist spiegelverkehrt, auf dem Kreuz. Allerdings, dann sind sie wieder weg. Also, und jetzt halt machen sie komisch, sich weil- auch groß, wo ich sie gebeten habe, ob sie sie groß machen können. Kannst du wieder mit der Spieluhr spielen. Oder mit dem Gerät, das die Sonja hat. Etwas mitteilen. Das war vorher in die Richtung, gell? Das K2 Meter mit den Lämpchen, wo so viele. Super hast du es gemacht, dass die Lämpchen ausgeschlagen sind. Ja, ungefähr. Glaubst du? Hallo. Ah, jedes Mal, wenn ich den Rücken... Ist der Altar für Du euch magst ein mit mir spielen, zentrales du und magst mich wichtiger spielen. Punkt? Ja? Ja, da schau. Wahnsinn. Und speziell da drüben, ja. Ja, weil immer wenn ich den Rücken zudreht habe, hat es angefangen. Ja, Jetzt schon wieder. wieder. Ja, ja. Spielchen spielen. Ja. Das Mädchen. Ja. Bist du das kleine Mädchen? Ein sehr energiereiches Mädchen auch, gell? Ja. Und schau jetzt da, es kommt immer wieder an verschiedensten Punkten auch, wo diese Skelette rein interpretiert werden oder Ja, gezeigt werden. Ja. Es ist Gut, das Kreuz kann man dann, aber teilweise, es hüpft halt dann doch, gell? ja, es bewegt sich und zur Spieluhr runter. Ja. Jetzt beugt es sich quasi runter zur Spieluhr. Ich glaube, ich habe jetzt von meinen Sonja Namen verstanden. gehört. Ja, ich habe jetzt auch Sonja verstanden. Ich habe meinen Namen gehört. Ja. Wollt ihr Hallo zu Sonja sagen? Freut ihr euch, dass die Sonja da ist? Also ich freue mich, dass ich heute mit sein darf. Ihr braucht euch nicht zu schrecken, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Wir freuen uns, wenn wir euch wahrnehmen können. Ja. Wir sind ja nun doch schon wieder mal hier. Allerdings ist es nun wirklich unwahrscheinlich, dass wir nochmal kommen werden. Ja. Also wir stören euch nur mit dieses eine Mal und es ist für euch eine Chance, dass ihr euch Heute zeigen und uns mitteilt. Genau. Und wenn wir euch helfen können, das ist kein geweihter Boden, so werdet ihr wissen. Vielleicht können wir euch helfen. vielleicht können wir euch Namen geben. Gerade bei so vielen Gräbern, die ohne Namen sind. Selbstmord muss ja nicht unbedingt. Man muss ja nicht selber schuld sein, unter Anführungszeichen. Es gibt ja Leute, die werden in den Selbstmord getrieben, weil sie nicht mehr weiter wissen, weil sie Angst haben vor der Zukunft. Dann ist es durchaus gerechtfertigt, dass man die sehr wohl bestatten kann. Eben, genau. Jürgen, hätte ich jetzt verstanden. Ja. Ja. Ich mache ein Foto von dir mal, ja? So ein bisschen. Also Ich sie habe gar nichts spielen abgedrückt. auf jeden Fall, sie spielen auf Ja. jeden Fall auf dem
Altar herum oder auf dem Gebetsblock herum. Ja, die Spieluhr geht nicht mehr los, aber sie Also- sind daneben. Ja, Sonst schauen wir mal weiter, oder? ja schauen Also wir wenn mal. es dich. Wir kommen dann wieder. Ihr könnt euch gern noch mit der Spieluhr und was uns sehr freuen würde, auch mit diesem Brett beschäftigen. Genau. Wenn ihr das schafft, das Brett zu bewegen, das kleine Brett zu bewegen, auf dem großen Brett, Das Brett in Das- Herzform. das Genau. Brett in Herzform, ja. Das kleine Brett obendrauf in Herzform. Wobei, auch wenn ihr Kann das man große besser. Brett runterschmeißt, würde uns das auch freuen. Könnt ihr auch runterschmeißen, wenn das euch möglich ist. Voll, ja. Jetzt rennt man kalt auf. Sollen wir noch da bleiben? Goosebumps. Wenn wir auf dieser Stelle noch bleiben sollen, dann bitte lass noch mal das Katzemeter in meiner Hand ausschlagen. Bitte. Okay. Massiv, extrem stark und permanent. Ja. Vor allem ist es wirklich immer nur schubweise dazwischen. Wie wenn es an einer Stelle dann stecken würde und dann bleibt es. Ja. Und wenn du es bewegst, dann initialisiert sich neu. Und dann kommt es irgendwann mal wieder und steckt es wieder, was unlogisch ist, weil das ist ein Messgerät, das auf eine momentane Situation Ja. ausschlägt. Es ist ganz jetzt- stark, ja. Ist dieses kleine Mädchen hier, das auch sehr und wir haben auch wieder Skelett drauf gehabt. Ja. Du kannst auch deinen Namen laut rufen. Vielleicht können wir es später hören. Wer ist denn bei uns? Ja, ich weiß, dass du da bist oder wir sehen, dass du da bist. Nur wir wissen nicht, mit wem wir es zu tun haben. Wir schauen mal, würde ich sagen, trotzdem nach hinten. Ja. Wir kommen ein bisschen später nochmal her. Genau. Wir wollten nach hinten schauen zu dem Grab mit den beiden Skeletten, die immer wieder erscheinen. Da werden wir mal hinschauen. auf jeden Wir Fall. kommen ein bisschen später nochmal. Ihr könnt euch gern mit diesen Mit den Geräten spielen. Ne? Geräten, mit dem Ja. Aufbau hier spielen. Wenn ihr das schafft, wäre das super. Ja. Für mich war das Ganze dann schon langsam wie in einem Horrorfilm. Bei der Auswertung habe ich dann diese ganzen Drohungen gegen Sonja gehört und habe dann auch gleich das ganze Team verständigt. Das waren meiner Meinung nach sehr massive Drohungen und in Serie und kontinuierlich, also richtig mies. Und dazu hat mir eben die komplette Kraft gefehlt, die komplette Energie, dass ich auch eben aus der Untersuchung aussteigen musste. Es war schon irgendwie ein ganz merkwürdiger und negativ geladener Besuch, meines Erachtens. Auf der Kinect erschienen immer wieder Skelette, die auch auf meine Bitten hin reagierten. Zeitgleich spielte auch die Spieluhr. Also es passte alles zusammen und man hatte das Gefühl, als ob die Entitäten versuchten, Alex von uns fernzuhalten oder Alex fernzuhalten und dadurch immer mehr Potenzial entfalten, dass sie dadurch immer mehr Potenzial entfalten konnten. Wir haben uns dann auf dem Weg zum Grab der jung verstorbenen schwangeren Frau gemacht. Und K2-Meter-Ausschläge ganz schnell. Ja, ich sehe es im Augenwinkel, ja. Das Es ist will auf immer jeden wieder- Fall irgendwer kommunizieren. Ist hier nur jemand? Kannst du dich von diesem man Kreuz weiß hier halt wirklich lösen? nicht, mit wem, was? Das ist so schade. Könnt ihr euch von den Kreuzen, die man hier sieht, wo man eure Umrisse sieht, könnt ihr euch erlösen? Könnt ihr euch lösen? Mit uns mitkommen? Genau, da kannst du es begleiten. Wir sind jetzt doch noch eine Runde am Friedhof unterwegs. Das mehr oder weniger auf jedem Kreuz wird jetzt ist ein Skelett zu sehen. Wahnsinn. Auf jedem Ich einzelnen habe die ganze Kreuz. Zeit auf der Kamera. Da sind wir in der Hast du's vorletzten eh? Ja, die Reihe. ganze Ich halte sie, Jürgen, Entschuldige, aber es ist Ja. ständig Also, gut, das war jetzt Ausschlag.
Wahnsinn, wie aktiv das der Friedhof ist. Wahnsinn. Was hast du jetzt gerade für eine Frage gestellt? Oder hast du eine Frage gestellt? Nein, jetzt nicht. Jetzt nicht, Jetzt schade. habe ich nur gesagt, das ist Wahnsinn, wie aktiv der Friedhof Ja. momentan ist. Also es Und wie, könnt ihr euch von den Kreuzen lösen. Daran würden wir erkennen, dass ihr nicht nur von dem Gerät hier scheinbar gefunden werdet. ja. Aber selbst Da jetzt ist sieht man das nichts keine. mehr, gell? Ja. Jetzt sieht man keine und dann tauchen sie aber wieder auf. Ja, der vordere Bereich war ganz stark. Was Könnt war ihr das? euch... Bitte? Es war irgendwas sehr Deutliches, aber ich habe es dann doch nicht verstanden. Da ist diese Steinplatte mit dem Vogel Ja, auf der Seite hier. Da interpretiert auch in das Kreuz was rein. ja. Und hier nämlich nur bei dem Kreuz, bei den anderen nicht. Ja, jetzt Doch. kannst du zu uns kommen. Könnt ihr zu uns kommen. Wir merken ja auch, zu fortgeschrittener Stunde wird es auch oft aktiver. Das stimmt. Das ja. war jedes Mal noch so, wie wir da waren. Ihr könnt uns etwas mitteilen. Wir sind heute noch einmal gekommen. Macht euch groß. Hebt eine Hand. Kommt zu uns. Seid nicht ängstlich. Kommt zu uns. Braucht keine Angst haben, ja. Entschuldigung. Ihr könnt uns auch nicht schrecken. Wir freuen uns. Als es am Boden was rein Entschuldige. interpretiert. Schau. Spinnennetz. Ja, da vor uns. Ja. Ja, genau da. Jetzt Ah, da. hast du es genau reingehört, aber jetzt ist es weg. Ihr braucht keine Angst haben. Die Sonja hält nur ein Messgerät rein. Genau. Ein Messgerät, über das ihr auch spielen könnt und wo ihr auch Ich würde das ganz kurz euch nur mitteilen ablegen. könnt. Mal schauen. Skelett noch da? Da weg, ganz unterschiedlich. Also man sieht da zum Beispiel, jetzt ist es am Boden. Ja. Beweg dich ruhig. Zwei, würde ich sagen sogar. Beweg dich ruhig, komm ruhig näher zu uns. Vielleicht kannst du dieses Mal uns mitteilen, was dich hier noch festhält. Ja. Haben wir eine Chance, dir zu helfen, dass du ins Licht gehen kannst. Oder bist du an diesen Ort gebunden? Wir möchten das so gerne wissen. Du Ja, kannst dich über das Gerät, das die Sonja in der Hand hält, dieses laute Gerät, das laute Gerät, ja. kannst du dich auch mitteilen. Und du kannst auch in unsere Mikrofone reinsprechen. Das können wir auch hören. Wahrscheinlich halt ein bisschen später dann, Ein bisschen ja. später, auch wenn es nicht jetzt sofort ist. Ja, Oh, genau. jetzt hat er was gestochen. ja. Gelsenalarm, Spinnenalarm. Ist es wirklich? Jetzt um die Zeit sollten eigentlich keine mehr sein. War Ja. das jemand von euch? Mich schreckt das nicht. Ich habe kein Problem damit. Ich war nur ein bisschen überrascht. Kratzer-Meter hat kurz aus nochmal. Das ist genau unterhalb, würde ich ein Skelett sehen, aber mehr Richtung dem Grab da drüben, aber genau unter deiner Hand im Ja. Wesentlichen. Ja, genau, ich sehe es nämlich da auf der Seite. Nachgrund, du hast die Frage da gestellt, drunter dass ist- ich das nicht, ob sie das waren und dann kam halt der Ausschlag, gell? Ach so, ja, Deswegen es war habe ja ich gerade gesagt wieder Ausschlag, Ausschlag. Ja. ja. Schau, Ja. Verstehe. geht's dir Ja, gut? das macht nichts. Ja, ja, mir geht's Sehr gut. gut. Ja. Das macht nichts, es ist kein Problem. Ihr könnt gern wieder kommen. Kommt schon näher. Ja. Kannst du wieder eine Hand heben? Groß und dann ist es weg. Ja. Könnt ihr im Boden verschwinden? Erscheint ihr so, dass ihr im Boden verschwindet und dann wieder auftaucht? Ist der Boden für euch kein Hindernis?
manchmal höre ich ein bisschen was raus, aber Ja, es ist es ist schwierig. Ja. es ist dann doch unverständlich. Da ist er wieder. Ja? Und wieder weg. Möchtest du mit uns sprechen? Ist das in Ordnung? Hallo, hätte ich verstanden wieder? Hallo, Ja. also eine weibliche Stimme. Kannst du uns deinen Namen sagen? Das ist das Problem mit der Stereobox, Ja. dass man immer Spieluhr. wieder nach Bitte? abmacht. Spieluhr. Die Spieluhr? Ja, sonst gehen wir halt von hinten noch eine Runde zur Ja, ich Spieluhr, würde gell? sagen, genau, schauen wir aber das erste Mal noch in die Richtung, ob wir noch irgendwas sehen vielleicht. Ob noch jemand da ist, der sich uns mitteilen möchte. Müssen wir aufpassen mit den Kreuzen hier. Ja, hallo. Hallo. Also das ist der Alex, ja. Ja, hallo. Das ist der Kameramann, der Ja. lebt wirklich, der kann winken. Genau Ja. hinter dir, da liegt die schwangere Dame. Da, Ah, ja. hier, okay. Ah, doch, eh so nah. Dann waren wir gar nicht so weit weg. Das kann aber Oh, dann schon schau, sein. voller Ausschlag. Ja, schau. Ja, Hast hallo. du ein Skelett? Haben wir, ja, ich habe ein Skelett. Ich habe nämlich den So, vollen Ausschlag. Vielleicht rechts daneben. Ja, Ja. bist du auf unseren Auswertungen immer wieder auch hinten erschienen beim anderen Grab? Ich meine, das ist nicht weit weg, das sind keine 5 Meter. Hast du schon die letzten paar Male mit Jürgen und Alex kommuniziert? Bist du dasselbe? Dieselbe? Oder hast du Freunde? Komm ruhig näher, du darfst keine Angst haben. Soll ich mal darüber gehen? Es sind immer an den Kreuzen selbst sind Aufhänger, sieht man es als erstes und dann, also das ist jetzt die Corinna, Ja. und da, ist das dein Grab hier? Entschuldige, ich fuchtel auf Na, deinem geht Gesicht schon, alles dumm. okay? Kommt ruhig näher zu uns. Wir freuen uns, wenn wir mit euch reden können, wenn wir mit euch kommunizieren können. Wie können wir euch helfen? Ja, wir würden so gern helfen oder eure Geschichte einfach erfahren. Wie ist es euch bisher ergangen, seit ihr hier seid? Was wisst ihr darüber? Das Skelett ist ja da in dem Bereich, gell? Ich habe da hinten den Alex Hast du das jetzt niederknien gehört? gesehen. Alex, ganz Ja. laut. Ganz laut Alex. Ja. Ja, der Alex, der ist jetzt gerade nicht bei uns. Ich check schon. Also der andere Alex, ja. Spieluhr. Ja, Ausschlag. Schon wieder Spieler. Ja. Das ist immer wieder das auch ein Skelett gewesen. Ist leider namenlos, ja. Entschuldige. Kannst du das Gerät in meiner Hand nochmal leuchten lassen? Das wäre sehr nett. Das ist immer ein bisschen respektvoll und freundlich. Ja. Gerade in der Zeit war das sicher auch dass man sehr höflich miteinander umgegangen ist auch. Ja. Ihr könnt gerne auch näher zu uns kommen. Nützt die Gelegenheit, dass wir da sind. Teilt euch mit. Wenn wir euch helfen können, dann machen wir das. Du kannst uns deinen Namen laut sagen, aber da musst du wirklich laut deinen Namen hier reinsprechen. Das Interessante ist, an dir entdeckt er kein Skelett. Also er kennt dich nicht als Person. Oh, jetzt schon. Aber zeitlang hat er dich nicht als Person erkannt, aber die Umgebung sehr Aber wohl. ich bin definitiv menschlich. Ja, weiß nicht. Also, jetzt komm schon, gib's zu. Ja. Ja, Ja, jetzt ist nichts.
Ja, Schauen wir wieder weiter. Magst du Also, da vielleicht schauen wir dann durchgehen? einmal Richtung Zentrum wieder. aber es ist immer, wenn ich den Rücken zudrehe und weitergehe, schau, Ja, Ausschlag. stimmt, ja. Will nicht rasieren, oder? Man muss dazu sagen, du hast an der Stelle hinten auch das Mikrofon angebracht. Ja, aber das ist zu Aber weit. das haben wir schon getestet. Von dem her kommt es nicht. Das ist ja, Schau mal, man sieht, das ja, muss genau, ganz leicht, da muss ich wirklich, ganz nah dort sein. Dann gibt es sogar nicht einmal einen starken, einen leichten Ausschlag. ganz leicht. Okay, Ja. das ist auch das, mit der Entfernung zum Kubik verkleinert sich das Magnetfeld bei einem Sender. Und deswegen ist es das sicher nicht. Ja. Na, dann werden wir noch mal Und schauen. die Spiritbox, den Lautsprecher, den hältst du auch etwas weiter weg. Also Ja, das habe ich aber auch schon testet. deswegen Also schauen schau, wir dann das, wieder vor ja. Richtung Gedenkstein. Ja. Das ist super. Ihr könnt euch gerne, Aber ich kann ja auch kommt nochmal zu uns. kann sie auch umgekehrt machen. Ich kann ja Hand Ich hoffe, tauschen. blendet an niemanden. So, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Jetzt So. schon wieder falten. Na, jetzt habe ich es. Sehr gut. Ich habe einfach Gerät gewechselt, Seite. Wahnsinn, diese Fingerfertigkeit. Ja. So. Oi. Ich sehe nichts. Entschuldige. Vor allem es ist so groß. Ja, Ja. kannst du dich lösen von diesem Skelett? Kannst du ein bisschen herumlaufen? Also nicht vom Skelett, sondern von dem Ja. Hintergrund. Mal schauen. So zu uns kommen. Magst du wieder Spiele spielen? Musik machen damit? Oder mit dem Genau. Board? Zwei Das Skelette Brett wäre ja- sind getrennt. Ja. Das Brett interessiert ja mich auch. Ja. Also Ja. dann verstehe ich, dass es sehr interessant ist. Ja. Ja. Und gerade in der Zeit, wo das passiert ist, 1900, Ja. das ist was Fremdes, Neues, ja. Modernes. Ich sage euch, strengt euch an, setzt ruhig ordentlich Energie ein, um euch mitzuteilen. Ihr werdet nicht so viele Gelegenheiten haben, euch mitzuteilen. Mein Funk hat runtergerissen. Entschuldige, bitte? Mein Funk hat es gerade runtergerissen. Magst du mal halten? Ja. Halt mal bitte. Das sind gerade voll runtergefetzt. Oh je, meine. Da ist auch schau, es ist kein Klammer mehr drauf. Oh Das je. Klammerl ist noch da. Schau, Und wo ist das andere hin? da. Keine Ahnung, wie das raufgeht. So, ja. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen ich helfen? voll bepackt. Warte, ich leg das mal ab. Warte, Ja? ich glaube, ich habe wieder. Danke. Okay. Da, schau, das hat mir von der Klammer raus runtergerissen. Wie geht denn das? Keine Ahnung. Bist du hängen geblieben? Nein, nein, das ist da, ganz normal. Okay. So, ich Danke. darf das wieder überreichen. Habt ihr jetzt der Corinna das Mikrofon runtergerissen? Ja, das ist schon sehr Wir schimpfen fest, nicht ja. mit euch, wir möchten es nur wissen. Mir ist ja nicht mal aufgefallen. Mir ist erst aufgefallen, wie ich gesehen habe, der Regler klappt so komisch aus. Am Okay, Mikrofon. das ist. Hallo. Schau, die Willst Spieluhr du geht auch mit wieder an. Ja, hallo. Ja. Spiel ruhig weiter mit der Spieluhr. Hast du mit dem Mikrofon von der Corinna gespielt? Ist es dabei runtergegangen? Aha. Hallo. Gut. Kannst ruhig weiterspielen, länger spielen. Waren wir bei deinem Grab nun auch bei unserem kleinen Rundgang? Wir sind ja nur einen kleinen Teil vom Friedhof abgegangen, nicht in den großen Hinter, nur in dem Eck da hinten. Ja. Bist du ein Kind?
Bist du eine kannst- Frau? Genau. Oder ein Mann? Bist du kein Mensch? Bist du etwas anderes? Trau dich. Teile dich uns mit. Es kann dir nichts passieren. Alles Alles gut? okay? Alles okay? Ich habe ihn jetzt nicht verstanden. Ich verstehe das. Leider. Hast dich geärgert, Alex? Hast dich geärgert? Ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, wir können dann auch wieder Ja. Retour schauen. Ich glaube, mehr wird da jetzt im Moment nicht rauskommen. Ihr könnt euch weiterspielen mit dem Board, Ja. Ich mit der Kamera, mit der Spieluhr. würde jetzt noch mal ganz kurz einen Blick drauf werfen, wenn das in Ja, Ordnung ist. Natürlich. Ja, das war jetzt ich natürlich, ja. Ja, ja. Hat sie sich schon bewegt? Nein. Nein, Man sieht es im Endeffekt erst auf der Kamera, die sagen, ob es wirklich sich bewegt hat, weil das kann ja auch ganz wenig sein. Aber möchtest du zu der Spieluhr hingreifen, zu dem Brett? ja. Das sind lauter Zahlen und sehr Buchstaben. freuen, ja. Auch wenn du das Brett nicht bewegen kannst, das kleine herzförmige Brett. Es ist wie wenn jemand auf dem Brett oben drauf sitzt, auf Ja. der Gebetsbank am Oberteil. Möchtest du runterkommen? Greif ruhig runter. Ist es nach oben? Es kann dir nichts passieren. Direkt darüber, ja. Ja, jetzt ist verschwunden. Ich würde das so gern einfangen, weißt du? Jetzt ist wieder da. Ja. Ach, mich hat eine Gelse bissen gerade. Ja, Ja. echt, um die Zeit ist ungewöhnlich. Ach, Die meisten sollten schon weg sein. dann war es alles anders. Aber ich würde sagen, wir mal schauen jetzt Ja. dann wieder zurück Ja, und bereiten uns für den nächsten Durchgang vor. genau. Dann würde ich sagen, dann nehme ich das Katzenmeter wieder mit. Ja, würde ich auch Spieluhr sagen. lassen Warte, die wir nehme euch ich da. okay, weil du hast eh so viel zu tragen. Geht schon. Ja, das weiß ich. Seht ihr, so Das funktioniert Brett lassen wir da, die Spieluhr auch. Ja. Und wir kommen dann nochmal, ja? Also wenn das in Ordnung ist. Ihr könnt euch jetzt noch vor dieses Gerät stellen, das ich hier halte. Oder mitkommen. Die Spieluhr ist angegangen. Ja. Spieluhr, ja. Ich glaube, Spielt euch weiter damit, aber wir schauen jetzt trotzdem zurück, oder? genau. Ja, irgendwo hat jeder Zufall für mich auch ein Ende. Ich habe bemerkt, dass bei der Auswertung, natürlich kann es auch ein psychisches Phänomen sein, diese Zustände, die ich dort am Friedhof hatte, wieder zurückgekommen sind. Und selbst jetzt, bei den Dreharbeiten zu diesen Cut-Szenen, passiert das Ganze wieder. Auf einmal ist die Energie weg, ich fühle mich total ausgekotzt. Ja, psychisches Phänomen oder ein Zusammenhang, das lässt sich natürlich jetzt nicht eindeutig sagen. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass auf diesem Friedhof an dem Abend meiner Meinung nach und den Auswertungen zufolge ein besonders aggressives Klima geherrscht hat. Es ist typisch für die Kinect, dass sie bei den Kreuzen Skelette erkennt und hineininterpretiert. Allerdings für unsere Kinect ist das normalerweise nicht so. Die interpretiert bei unseren Besuchen am Friedhof kaum derartige Kreuze hinein. Bei der Gedenkstätte war es überhaupt das erste Mal, dass ein Skelett angezeigt wurde und gleichzeitig hat auch die Spieluhr zu spielen begonnen. Die Kameras haben immer wieder den Fokus verloren. Bei der Corinna ist der Funk regelrecht vom
von der Jacke runtergerissen worden, besser gesagt unter der Jacke. Und schon wieder die Mikrofone vom Jürgen verursachen Störungen und die sind ganz neu gekauft worden. Schon langsam sind wir diesbezüglich mit dem Latein wirklich am Ende, weil es immer beim Jürgen passiert, egal welches Mikro man ihm gibt, es verursacht Störungen. Es kommt sehr oft vor, in der letzten Zeit, also immer häufiger, dass Jürgens Name genannt wird. Und vielleicht kann man da irgendwo auch einen Zusammenhang herstellen. Ja, ich bin noch immer sozusagen auf der Treppe gesessen und habe durchgeatmet. Und das Team ist dann noch eine Runde mit der Nekrophonik losgezogen. Aber legt Nehmt ihr uns euch auf mal die ins Bild Seite, vor, so dass Leute, es bitte. nicht oder bei mir rein. Jetzt ich einmal zack, ins Mikro dran. Ich habe es jetzt mal darauf. Okay. Okay? Ja, schauen wir mal. Haben wir jetzt kurz der Corinna ihr Mikrofon ausgeborgt. Ja. Ja, Okay? wie gesagt, keine Ahnung was los ist, zusammengeratscht. Ja. Kann nicht mehr. Wir kommen noch nicht gleich wieder. Wir müssen jetzt mit dem Strom ein bisschen schauen. Ne? Ja. Mit der Ruhst dich Kinect. mal aus, Ja. trinkst du Wasser. Ja, und- es ist, Ja. Okay. Corinna, ich gebe dir das wieder mit. Wartet Sie noch kurz auf die Corinna. So, Also das ist für mich dokumentiert. So. jetzt scheppert es gleich und dann fliegt der Alex hinten rücklings runter über die Stiegen. Ja. Der hat es geschafft. So, ich decke das jetzt nochmal genauso um. Es ist ja wirklich verwunderlich, wie der Alex verkehrt gehen Aber kann. wirklich, vor mir ist er nicht. Ja, Das ist echt super. wenn ich schon noch nicht nach Ich vorne hätte mir gehen schon kann. alles gebrochen. So. Jetzt gehen wir durch mit der Nekrophonik App und mit der Kinect nochmal. Ja. Also wenn jemand hier ist, der, Die kriegen wir nicht einmal auf. ihr könnt euch jetzt da über diese Anwendung Ja. uns mitteilen und euch vor dem Gerät, vor der Sonja, auch positionieren. So wie es zuletzt war. Genau. Ist, ich glaube, ein bisschen lauter. Sprecht in dieses Gerät oder teilt euch über dieses Gerät mit. Hier, Hier ist ein, ja. Philipp. Wer ist bei uns? Das ist schon wieder dieses Skelett auf dem, aber das ist schwierig zu sagen. Also es Das ist, ist wirklich schwierig, ja. ja, ob es nur rein interpretiert ist. Ist jemand hier, der sich mit der Spieluhr beschäftigen möchte oder mit dem Board? Ihr könnt euch jetzt auch über diese Anwendung uns mitteilen. Hast du einen Namen? Das war jetzt gruselig. Ja, wie einatmen hier. Ja. Oder aufregen. Ne? War auch nicht so. Wie viel- Magst du uns deinen Namen sagen? Wieder Ausschläge, gell? Also nicht Ja. Es ist immer wieder am selben Platz, gell? Also verkehrt rum. Ich habe jetzt Günther verstanden. Günther. Ja, okay. Mir ist jetzt nur You-Talk aufgefallen, genau die englischen Sachen blenden Ja. wir ja aus, weil die sind ja Ja. verdächtig. Schau mal. Ja. Das heißt, Ah ja, da schau, was für ein aber es ist schon groß. riesiger Ausschlag und Wieder dann ist weg, wieder gell? weg. Ja. Kannst du dich Wahnsinn. noch mal zeigen? Brauchst nicht schüchtern sein und dich verstecken. Du kannst auch die Spieluhr noch mal einschalten, dass wir wissen, dass du auch wirklich da bist. Und wir können Selbstgespräche führen. Das konnte ich jetzt nicht lassen. Von wann bist du? Ja, von welchem Seit wann Jahr? bist du hier? Wieder da. Ja. Sollen wir noch ein Stück nach hinten schauen oder so? Oder bist, Ja, wie du magst. ich würde sagen, schauen wir noch mal nach hinten wieder zu den Gräbern. Du kannst ja dabei, wenn wir noch weitergehen, auch mit der Spieluhr spielen. Ja.
riecht wieder ganz stark nach diesem, Ja, ist ganz eigenartig. ja. Und es ist auch so schwül jetzt geworden, gell? Ja. Also er kennt halt die ganzen Kreuze, so wie du gesagt hast. Ja. Wer ist hier? Noch wer eine ist- Reihe weiter? Ja. Schauen wir ganz nach hinten jetzt einmal. Ja. Das war auch so ein gehecheltes, geflüstertes. Magst du da rüber schauen? Ja, kann man Dann schauen machen. wir mal, ja. Entschuldige. Ich gehe nur vor wegen der Kinect, gell? Ja, ist klar. Nicht, dass ich mich vordränge. Möchte uns jemand Gesellschaft leisten? Teilt euch uns mit. Ja. Ich glaube ja, dass das Kreuz vielleicht war. Ja. Wir möchten euch gerne helfen. Wir möchten gerne auch etwas von euch erfahren, wie ihr heißt. Da hinten ist auch ein Spielzeugbär, Ja. genau im Eck. Aber das sind halt jetzt auch wieder viele Skelette, nur Ja. er kennt, glaube ich, eher wirklich die Kreuze. Könnt ihr euch von den Kreuzen lösen? Sind wir wieder? Warte. Wie ist euer Name? Mir kommt es wieder deutlich ruhiger vor jetzt, gell, mittlerweile. Ja. Hat es riecht, oder? Nein, ich hab's nicht. Hat's nicht. Okay, Aha, naja, jetzt sind da, ja, zwei Kreuze. schwierig, gell? Aber sie lösen sich auch zum Teil. Zum Teil verstecken sie sich auch scheinbar, weil sie Ja, das kann doch auch schüchtern sein. sind. Kommt mir vor. Gut, das ist jetzt die Kindergrabseite, ne? Ja, genau. Wobei Kindergräber oder Gräber mit Puppen sind weit verbreitet hier. Aber da wissen wir, da ist dieser 11-jährige Bub. Ja. Den haben wir ja vorher gelesen. Der 1887 auf die Welt gekommen ist, ne? Oder? Da habe ich jetzt 97. was, ja. Also nein. Aber schau, das ist jetzt dann doch schon auch eher im unteren Bereich, gell? Ja, ja. 1893 ist auf die Welt gekommen, der Bub. Ja. Hallo, ist da Kannst- wer? Kannst du dich groß machen? Kannst du aufstehen? Weil das ist jetzt eindeutig nicht das Kreuz, weil ich bin. Und wer seid ihr? Hast du das rausgehört? Ja, ja, das war jetzt da. Ja, na, wir sind. Ich bin die Sonja. Und ich bin der Jürgen. Guten Tag. Hallo, ja. Und wir würden gerne mehr über euch erfahren. Ja, teilt euch uns mit. Wer seid ihr? Kannst du uns deinen Namen sagen? Ja. Na, es ist sehr, sehr aktiv. Schau, ich schwenke auch immer wieder weg. Ja, ja. Aber es ist wieder weg jetzt, schau. Ja. Das verhält sich eigenartig. Also Ja. es kommt und geht, dann weil die Kreuze überhaupt nicht dann wieder dauern. So, mach nur kurz einen Handwechsel, ja. Du kannst dich auch gern nochmal zeigen auf der Kamera. Wie viele Entitäten, wie viele Personen sind hier? Viele wahrscheinlich, ja. Vielleicht haben sie es nach der Reihe hier gesagt. Ja, das, oder Sondern hier. Doch einige, waren 4 oder so, ja. Seid ihr zu viert? Nehmt euch gegenseitig wahr. Das ist wahrscheinlich jetzt. Könnt ihr miteinander reden? Ja. Was ist, waren wir da schon bei dem? Die sind halt so zugewachsen, dass man es halt nicht lesen kann teilweise, gell? Ja, obwohl, naja, die meisten sind ja namenlos, das wissen Ja. wir. Und dann gibt es eine Handvoll, die für denen der Name bekannt ist, beziehungsweise nachträglich bekannt geworden ist. Ja, nachträglich, ja.
Und es sind sicher noch einige von euch da, die noch keinen Namen am Grab haben. Aber ihr wisst ja euren Namen. Oder habt ihr den mittlerweile vergessen im Laufe der Jahre? Ihr könnt euch uns mitteilen und uns den Namen sagen. Unsere Namen wisst ihr ja schon. Ah, schau, ein Ausschlag. Ja, ja. Ist das in Ordnung, wenn wir dir Fragen stellen? Das war ja ein leichter Ausschlag. Ja. Hast du Wünsche? Hast du Wünsche, was dir fehlt, was wir dir vielleicht bringen können oder helfen können? Ja, schon wieder leichter Ausschlag. Ja, Ist auch sehr interessant, ja. Die ganze Zeit ganz leicht. Ja. Was wäre denn der Wunsch? Was möchtest du uns mitteilen? Du kannst es. Das Die war Kinderstimme, gell? Kinderstimme, ja. Bist du ein Kind? Wenn du ein Kind bist, kannst du ganz kurz nochmal das Gerät in meiner Hand berühren. Bist du ein Erwachsener? Jo. Was ist ein Jo? Ich weiß nicht, das ist schwierig zu sagen, es könnte ein Jo. Also es war jetzt ein Ausschlag. Ja. Ja. Also bist du kein Kind. Wie können wir euch helfen? Und jetzt haben wir das andere Katzenmeter mitgenommen, ne? Das schlägt trotzdem aus, gell? Und genau zum Testen und Ja. rechte Hand. Bist du einsam hier? Oder? Das ist vorher, wie sie ja da vorne wart noch. Echt, ich schwöre euch, hinter euch, ja, von der Seite bis darüber ein schwarzer Schatten vorbeizischt. Wirklich. Wir haben wir jetzt die ganze Zeit auch Ausschläge da. Das, Jetzt haben wir nämlich das andere. Folgendes, ich bin Ja. richtig mies beieinander. Ja. Ja, also ich weiß momentan nicht mehr, wie ich reinfahren soll. Macht's noch ein paar Minuten, ja. Ja. und dann kommen wir und du Aber schaust. ich glaube, wir sollten. Rasch Schluss machen. Es ist jetzt schon auch an der Zeit. Du siehst hier auch Ausschläge immer wieder. Ja, es ist immer wieder auch da. Dasselbe Ja. wie sonst. Ja. Nur jetzt ist das Gras wieder hoch und das ist wieder dasselbe. Ja. Macht's noch ein paar Minuten weiter. Ja. Ja. Aber Wenn es einem Teammitglied nicht gut geht, dann. Ja, da müssten wir eigentlich abbrechen. Ja, schon. Ja. Schaffst du es noch? Ein paar Minuten? Okay. Ja. 10 Minuten, sonst wenn es schlimmer wird, dann sage ich euch Bescheid. Bitte. Ja, okay. Hast Alles die. klar. Okay. Geht's nach hinten gut, oder? Schaffst du das nach hinten? Zur Basis? Sicher. Mein Akku ist leer. Ich habe jetzt vor 5 Minuten noch 22 Minuten drauf gehabt, jetzt ist er leer. Ja, das habe ich auch gesehen. Okay. Sehr. Ja, dann werden wir jetzt Okay. wieder Schluss Ist er leer? machen müssen. Bitte? Sollen wir mit Alex noch weitermachen? Sollen wir noch Ja. weitergehen? Der Akku ist komplett leer, ist von einer Sekunde auf die andere. Ja, das gibt's ja nicht. Sollen wir mit Alex noch ein bisschen weitermachen, Wir gehen Akku tauschen schnell. damit wir uns zu einem regulären Ende bringen? Wer hängt denn wo drauf? Ich hab nur einen Jürgen. Ja. Und die Sonne hier ist aber bei Da ist die mir. Sonne drauf. Bei Ja. mir. Ja, ich rede einfach lauter. Ja, er macht Ich das. noch. versuch's, okay? Ja. Ist das okay, Alex? Wir werden nur schauen, dass wir das zu einem Ende bringen. Wir werden die Batterie, wie viel hast du noch, Alex? Naja, 2 Striche. Eigentlich nicht schlecht. Ich meine, jetzt ist das Katzenmeter aber wieder ruhig. Das ist total spooky. Ja. Also, wie sie sagt, Ja. sie hat keinen Akku mehr, ist das die ganze Zeit jetzt ruhig? Ihr merkt, dass wir jetzt gezwungen sind, relativ rasch aufzubrechen. Ihr habt jetzt noch kurz die Möglichkeit, uns mitzuteilen, was wir euch helfen können oder Film jetzt wie es einfach, euch bis geht. Ja, wir wollen eigentlich wirklich nur wissen, wie es euch geht, ob wir Aus, helfen aus. können. Kamera aus. Ja. Ja. Und wie es für euch ist.
jetzt. Also die Frage, die immer wieder auftaucht auch, ist, wie ist das Leben? Leben danach. Wie ist das Leben danach? Wie geht es weiter? Und wenn man jetzt ins Licht geht, Ja, oder warum ist man dann gebunden? was hält euch fest? Können wir euch helfen, dass ihr euch lösen könnt? Wir würden halt auch gern wissen, wie wir helfen können. Ja, hallo? Hallo? Ja. Da kommt immer dann doch ein deutliches Hallo, gell? Schauen wir da nach links rüber. Wohin? Da nach links, so durch vor. Wir müssen nicht ganz nach hinten, einfach da zwischen den Gräbern durch. Ja. Geht's? Ja, ja. Ich gehe da hinter dir wegen der Spinnweben. Ja, genau. So, Entschuldige. Und Alex hat an dieser Stelle einen schwarzen Schatten gesehen, der von da drüben kommend, hinter dem Haus, und quer über den Platz gelaufen ist. Das war wo? Das musste hier vom Haus. Also ich vermute mal, das müsste an dieser Stelle da sein. Weil ist uns schon einmal berichtet worden, dass da dieses Mädchen von hier hinten da so quer über die Zentrale vom Friedhof gelaufen ist. Warte schon, da hinten ist da hinten irgendwas. Geht's da weiter? Oder? Nein, da geht es nicht weiter. Also das ist, der ganze Friedhof ist umgrenzt von einem Erdwall. Also eigentlich ein Industriegelände. Also rundherum ist Industrie entstanden und eine Oase quasi. Eine Oase. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, euch zu zeigen, Ja. weil wir dann doch abbrechen werden. Und Ja. wieder die... Ihr könntet ja noch einmal die Spieluhr einschalten. Wenn euch das gefällt. Genau. Ist aber nur eine Spielerei. Ja. Viel besser wäre es, wenn sie euch mitteilt. Sprecht in dieses Gerät hier und teilt euch mit. Was liegt euch am Herzen? Was bewegt euch noch? Was hält euch fest? Warum? Ich würde sagen, das Danke. Na gut. Ich würde sagen, wir müssen dann Schluss machen. Zwangsläufig. Ja, leider. Es ist interessant, wie es uns immer wieder die Energie aussaugt von den Batterien, manches Mal innerhalb kürzester Zeit. Zack, ja. Wir bedanken uns bei euch. Ihr bleibt alle hier. Genau. Wir Wir können gehen ja mal alleine. vielleicht wiederkommen, ne? Wir werden sehen, wir freuen uns, wenn wir hier sein dürfen. Genau. Und ihr könnt euch uns mitteilen, seid mutig. Das Katzenmutter schreibt aus. Ja. Seid dabei, Ja. wenn wir kommen. Wir freuen uns. Wie gesagt, Danke auf jeden genau, Fall. wir sagen Danke und ihr bleibt hier. Ja? Okay, Servus. ciao. Ja, warte, ich nehme da die ab. Ja. Ich habe gerade einen Krampf in den Einfinger. Also, Entschuldigung. So, Entschuldige. Ich habe sie so Kann verkrampft ich dir die Lampe gehalten. mal geben oder dir, Jung? So, jetzt geht's. Aber es ist schon eigenartig jetzt gewesen, dass es wieder angefangen hat zum Spielen. Ich finde das Ganze halt eigenartig, weil nach der ersten Runde habe ich nichts mehr machen können. Ja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht einmal, ich überlege das Auto irgendwie stehen zu lassen. Mhm. Nein, bitte, also wenn du Schmerzen hast in dem Bereich. Nein, Du meinst das wegen ist nicht nur Unfallgefahr das, oder nein, so? Ich fühle mich so. Du, wenn du Ich willst, fühle mich, als wäre ich sediert. wenn du möchtest, du ganz kannst schlimm. auch durchaus das Auto da lassen und bei mir mitfahren zum Beispiel. Wenn es wirklich notwendig ist. Ich weiß, dass das wirklich für dich die allerletzte Option ist, aber dann holen wir es morgen ab. Ich Ja. hab Das hat keinen Sinn, du, bevor irgendwas ist, ja. Das, Ja, letztlich muss das sein. Das ist nur so kann ich dir die geben? ein Insekt. Ja. Oder nimmst das du, dann nehme ich das Stativ. Ja, soll ich das nehmen? ja. Ja, die
Die Hunde kann ich nehmen. Entschuldigung, ich weiß gerade nicht. Ja, passt ja. Okay. Wir haben das. Sonst ist jetzt nichts da. Ja. Also, ich merke doch, dass das jedes Mal, Mhm. muss ein bisschen näher kommen, weil ich habe kein Mikro oben. Ja. Ich merke doch, dass irgendwie jedes Mal bei mir immer mehr solche Symptome auftreten. Jedes Mal, wenn wir losziehen, wird es um einen Ticken schlimmer. Speziell jetzt hier. Ich bin total unkonzentriert, darum rede ich auch so komisch jetzt. Nicht speziell jetzt hier, generell. Ja, also es sollte vielleicht mal eine Überlegung sein, ja, ob das Team ohne mich weiter ermittelt Mhm. oder ich halt mehr im Hintergrund bleibe und die technischen Aspekte weitermache und eben nicht mehr aktiv das könnte man mal besprechen, weil irgendwann einmal sollte man sich schon fragen, wenn es andauernd passiert, was tut dir eigentlich noch gut? Naja, reden wir in Ruhe drüber. Klar ist eine Option, die man ins Auge fassen muss. Gerade wenn du dich nicht wohlfühlst und es immer schlimmer wird. Ich fühle mich sogar ich fühle mich wohl im Sinne von, ich habe da, es ist, wie soll ich sagen, ich habe keine Angst oder ich habe keine Paranoia, ja, das ist eigentlich von der Grundstimmung her Mhm. alles ganz ruhig, aber körperlich, Geschlaucht. ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja. Als hätte ich tagelang nichts geschlafen. Mhm. Ja, und so erschöpft und Ja, das glaube ich dir. Ja, das darf man nicht von der Hand wischen. Ne? es Also man ist muss. jedes Mal, nach jeder Ermittlung wird es jetzt schlimmer und schlimmer. Mhm. Es kommt immer stärker. Reden wir mal in Ruhe drüber. Ich kann es verstehen, keine Frage. Und wenn es so sein soll, dann ist es auch so. Und wir werden es mit Sicherheit auch gut machen. So und so. Auch wenn es dein Input immer enorm wichtig ist. Aber die Gesundheit ist das, was am wichtigsten ist von Was jedem war das jetzt für ein Einzelnen. Gebimmel? Das war wie von der Spieluhr. Ja. Entschuldige. Wird Gang gemacht in meiner Tasche, obwohl es ausgeschalten ist. Ja, ist eine Spieluhr. Eine Feder nach rüber. Ist eine Feder nach runter gesprungen. Ja. Siehst du Wir was? werden jetzt auch Geht's die ja? Sachen, also Entschuldigung, wir werden jetzt auch die Sachen nicht alle einzeln verpacken, Ja. sondern einfach in die Kiste schmeißen und Bitte ich habe jetzt geht's keinen ja. Kopf zum Einpacken. Ja, ja. Ja, du schaust, dass du heimkommst und dich ausruhst, ne? Wie schon erwähnt, ist am Friedhof der Namenlosen jedes Mal etwas anderes los. Es ist bei jedem Besuch total unterschiedlich, bis auf eine Konstante, und das ist das Grab der Schwangeren. Egal, ob man im Winter dort ist und Schnee drauf liegt, das Gras kurz ist, das Gras hoch ist oder irgendein Schmuck drauf ist oder Blumen. Die Kinect zeigt jedes Mal dasselbe an. Und das sind immer zwei Gestalten, eine große und eine kleine Gestalt. Das ändert sich nie. Und das ist, muss ich sagen, ein für mich extrem verblüffendes Phänomen. Die Kinect war bei diesem Friedhofsbesuch wirklich äußerst aktiv. Wirklich bedrohlich wirkten allerdings die vielen Aussagen, die wir bezüglich Sonja hörten. Und aufgrund der Häufung können wir auch einen Zufall so gut wie ausschließen. Was auch auffällig war, war, dass alle Akkus oder sehr viele Akkus richtiggehend leer gesaugt wurden und dass auch die Mikrofone immer wieder Störungen hatten. Auch der Akku der Kamera von Alex wurde richtiggehend leer gesaugt. Ich habe sehr lange überlegt, wie man diesen Zustand beschreiben könnte, dass es vielleicht ein bisschen verständlicher ist. Aber ich kann es eigentlich nur umschreiben. Es ist so, als hätte man 2 Tage nichts geschlafen und dann ganz viel gegessen und durchgefeiert und ja, man ist unkonzentriert und einfach ausgelaugt wie nach einem Marathonlauf. Gut, vom Marathonlauf habe ich nicht recht viel Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass man sich nachher so fühlt.
Ja, es war einfach schlimm. Irgendwie legt sich mir der Verdacht nahe, dass dort tatsächlich irgendetwas in der Lage ist, Energie von Personen zu ziehen oder eben auch von Geräten. I've seen a pattern in my life. It's when I feel I have it all, things never turn out right. Now I see I might be to blame, that's why I feel it's time to change. I'm gonna give new love a try. And if you fail to find your love, I won't be the fall guy.